Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video und ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach mal mit ins wunderschöne Berner Oberland. Eine der schönsten Regionen der Schweiz und mit eine der beliebtesten Regionen. Viel Spaß! Angekommen im Hotelzimmer und jetzt zeige ich euch das Ganze mal. Da könnt ihr mal gucken. So sieht das Zimmer aus. Wir haben 2 Betten, einen kleinen Schreibtisch und hier ein kleines Waschbecken. Und ja, sonst relativ simpel. Ausblick ist jetzt nicht spektakulär, aber im Endeffekt hast du alles, was du brauchst. Internet und Co. gibt es. Es fehlt hier irgendwie noch was im Zimmer, weil Toilette und Dusche waren ja nicht drin. Die sind hier auf dem Gang. Zusammen mit den anderen teilen wir uns das. Und Dusche habt ihr hier. Kabinchen. Und auf der anderen Seite habt ihr die Toilette. So. Zack. Ja, dass ihr es mal gesehen habt. Vielleicht interessiert euch das ja. Und ja, ansonsten ist es schon sehr, sehr cool gemacht. Vor allen Dingen, wisst ihr, wieder so ein typisches Schweizer Chalet-Hotel. Wunderschön. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, das Zimmer kostet, ich glaube 92 Franken die Nacht waren das gewesen. Und wir haben auch wieder über Airbnb gebucht. Also ich verlinke euch das unten auf jeden Fall in der Infobox, wenn ihr auch dorthin reisen wollt. Und wie immer, vergesst nicht unseren Airbnb-Link, da bekommt ihr nochmal einen guten Rabatt auf eure erste Buchung. Und 90 Franken, ich finde, es ist für die Region hier noch ein günstiger Preis. Die nächsten Hotels, die wir gefunden hatten, waren ab 150 Franken die Nacht. Ja, und wenn du natürlich ein Hotelzimmer mit sehr viel Ausblick haben möchtest, dann bist du bei 200, 250 Franken die Nacht. Und jetzt rechne das mal auf eine Woche, also Urlaub in der Schweiz, immer teuer. Aber ihr braucht ja gar nicht unbedingt ein Ausblick, denn wenn ihr einfach nur ein paar Meter weiter geht. So, und jetzt guckt ihr mal das an. Wahnsinn! Also, Wahnsinn! Und da bin ich ja schon froh, dass wir das überhaupt sehen. Also ob ich das nur aus meinem Zimmer raus habe oder nicht, schaut euch das mal an. Das ist das Lauterbrunnental. Da unten waren wir vorhin. Und hier seht ihr auch noch mal den Wasserfall dort, der ganz berühmt ist, und nachts ist der Wasserfall auch beleuchtet. Guckt euch mal diesen Ausblick an. Ist das nicht geil? Ich denke, kann man schon mal machen hier, oder? Also, geil, oder? Die schönste Region in der Schweiz und ich freue mich mega hier zu sein. Und ja, werden ein paar tolle Tage. Schaut doch mal in dieses Tal rein. Ich meinte ja schon vorhin, wie wunderschön das ist und ich erzähle euch das am besten von hier oben, denn da seht ihr es am allerbesten. Es ist nämlich so, dass euch das Lauterbrunnental nachhaltig beeinflusst habt und ihr wisst das meistens gar nicht, denn dieses Tal war sehr, sehr inspirierend für viele bekannte Persönlichkeiten und für uns die wichtigste Persönlichkeit war Tolkien gewesen. Tolkien, der Autor von Der Herr der Ringe. Die meisten denken nämlich, da Herr der Ringe in Neuseeland gedreht wurde, dass das ja von dort auch stammt. Aber nein, Tolkien wanderte damals durch dieses Tal, durch das Lauterbrunnental und war so inspiriert und beeinflusst davon, dass er begann, Der Herr der Ringe zu schreiben. Die Herr der Ringe gesehen haben, die kennen ja die Hobbits. Die Herr der Ringe noch nicht gesehen haben, die sollten das dringend nachholen. Auf jeden Fall, Leute, das ist mittlerweile schon ja, Weltliteratur, würde ich fast sagen. Und die Hobbits als solches, da gibt es eine Szene in Der Herr der Ringe, da sagt Bilbo zu Gandalf: Gandalf, ich möchte wieder wandern, ich möchte Abenteuer erleben, ich möchte wieder Berge sehen, Gandalf, Berge. Und mit diesem Spruch meinte Tolkien damals dieses Tal hier. Ja,
Also das hat ihn inspiriert und man merkt das in dem Film, dass es immer wieder aufgegriffen wird. Die Hobbits haben eine gewisse Art zu leben, ja, das Auenland, wenn ihr das als solches seht, dieses wunderschöne, grüne, friedliche Land. Und das alles ist im Endeffekt eine Anspielung an die Schweiz. Also es ist kein Mist, ich denke mir das nicht aus oder so, das ist wirklich so. Tolkien hat in den Hobbits die Mentalität der Schweizer aufgefasst und hat das sozusagen in seinen Büchern wieder mit durchlebt. Herzlich willkommen zu Tag 2 und wir sind schon wieder den Ausblick am Genießen. Wir sind hier oben auf dem Männlichen. Das ist einer der kleineren Berge hier in der Jungfrau-Region und wir haben jetzt 34 Franken pro Person bezahlt für Auf- und Abfahrt und können jetzt hier diese wunderschöne Sicht genießen. Und das hier oben ist alles Skigebiet. Also im Winter müsst ihr euch vorstellen, ist das alles vereist und ihr könnt hier runterfahren und wandern gehen und da unten wieder ins Tal laufen. Guckt mal da. Herrliche Wanderwege, ein unglaublicher Blick und ich zeige euch gleich noch die andere Seite, gehen wir da mal hin. Jetzt schaut euch das mal an, hier unten, das ist wie gesagt das Lauterbrunnental, jetzt seht ihr es noch mal etwas besser und ganz da unten ist dieser kleine Wasserfall, naja klein, der größte Wasserfall in Lauterbrunnen und ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ganze Tal, was ihr hier seht, ist ein reines Gletschertal. Also früher war das da hinten alles gefroren und das ganze Tal war voller Eis und als das alles abgeschmolzen ist, hat sich diese ganze Bergregion entwickelt sozusagen und ich finde es einfach Wahnsinn, ne? Obwohl ich sagen muss, wir wohnen ja in Wengen. Wengen ist das dort. Wengen finde ich noch deutlich schöner, weil da habt ihr wirklich die ganze Zeit diesen Blick. Ja? Und im Lauterbrunnental seht ihr halt das Tal. So, ne? Ihr guckt auf die Berge hoch und von hier guckt ihr auf die Berge runter und das ist natürlich nochmal deutlich schöner. Also, wenn ihr dann vorhabt, nach Wengen zu gehen oder zu fahren, das kann ich euch empfehlen. Macht es unbedingt, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist in der Schweiz, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Da fliegt ihr nach Basel oder nach Zürich, dann fahrt ihr mit dem Zug über Bern nach Interlaken und dann nehmt ihr die Berner Oberlandbahn und fahrt hier in die Talregion rein. Ja, dann könnt ihr genießen, ne? Guckt nochmal, hier kann ich euch nochmal zeigen. Hier hinten ist ein Schild mit den Wanderwegen und ihr seht ja, hier runter geht's wieder da ins Tal und das da unten ist Grindelwald. Ja? Und ihr könnt, also ihr müsst hier nicht die teuren Bahnen nehmen, also wenn ihr gut zu Fuß seid, könnt ihr gerne von Grindelwald, ihr könnt hier hochlaufen auf den Berg, hier rüber gehen und dann könnt ihr wieder nach Wengen runtergehen. Ja? Also ihr könnt die ganzen Schweizer Alpen im Endeffekt per Fuß erkunden. Also ja, du kannst halt die Schweiz auch mit einem guten Budget bereisen im Endeffekt. Ja? Und das finde ich noch cool und das macht es auch so spannend, deswegen werden die Alpen nie langweilig und selbst wenn du dein ganzes Leben lang hier erkundest und tust und schaust, du wirst immer was Neues entdecken. Da sind wir wieder unten vom Berg und ich wollte euch zum Abschied nochmal diesen wunderschönen Blick präsentieren, aber guckt mal, nichts mehr da vom schönen Blick, denn es hat gerade geregnet und dann zieht der Nebel hier runter ins Tal und dann sieht es so aus. Ja, also wenn ihr Pech habt, dann ja,
verbringt ihr hier eure Zeit und ihr habt die ganze Zeit diesen Nebel vor euch. Aber ja, das kann passieren. Das ist immer so. Ich bin ja gerade unterwegs gewesen, die Tage mit Besuch aus der Heimat und wir haben hier trotzdem eine wunderschöne Zeit verbracht. Ich kann euch sagen, wenn ihr mal nach Wengen kommt, dann wird es euch hier an nichts mangeln. Denn die haben hier sogar ein Schwimmbad, die haben hier einen Minigolfplatz, eine Tennisanlage und es gibt sogar ein Spa. Also es ist hier wirklich für das leibliche Wohl gesorgt, ja. Das kann ich euch versichern. Also selbst wenn mal schlechtes Wetter ist, gibt es genug zu tun. Insgesamt habt ihr übrigens mit mir jetzt über 2000 Höhenmeter gemacht, wenn ihr das Video geguckt habt, weil von unten vom Lauterbrunntal bis da hoch auf 2200 Meter waren wir gewesen. Und ja, ich fand es mega beeindruckend. Also es ist selten eine Area, die mich so mitgenommen hat und gefesselt hat wie hier. Zum Abschluss noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben ja jetzt mit Dine unseren Podcast angefangen und schaut da gerne mal rein. Wir sind auf iTunes und auf Spotify. Der Podcast heißt Die Reise meines Lebens und wir sprechen über alles Mögliche, was uns so beschäftigt. Aktuell noch über unsere Reise, die wir gemacht haben. Und es ist schon immer so, wenn du im YouTube-Video bist, du musst schneller sprechen, du fühlst dich ein bisschen gehetzt, weil du willst nur das Nötigste sagen und das Wichtigste. Und beim Podcast hast du in aller Ruhe Zeit, über alles zu sprechen. Also das ist ein Herzensprojekt von uns und es macht uns sehr, sehr viel Spaß. Schaut gern mal rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet auch ein beim nächsten Mal. Wir sehen uns, macht's gut, haut rein und ciao.